Das ist die zweite Ausstellung von Jens Rausch, der ganz hinten steht. Danke. Wie bist du auf das Thema Feuer gekommen und was für eine Rolle spielt das? Das Thema Feuer ist hier eigentlich nur als eine Metapher zu verstehen, in Bezug auf Joseph Beuys, der ja auch gesagt hat, es braucht immer die menschliche Wärme, um in einen Menschen reingucken zu können, um einen Zugang zu einem Menschen zu bekommen und auch um eine andere Ebene zu schaffen. Es gibt immer eine Geschichte dahinter oder das Geschichte dahinter. Wie ist der Prozess? Was steht am Anfang? Am Anfang standen wirklich hier die Zeichnungen, die sind im Winter entstanden, weil ich arbeite in einer alten Lagerhalle, die ist sehr kalt im Winter und ich wollte unbedingt arbeiten. Und dann ist das ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Und ich habe mich so dabei ertappt, dass ich wirklich so neben dem Telefon irgendwie so rummale. Und dann dachte ich so, was passiert eigentlich, wenn ich nicht telefoniere, sondern mich mehr und intensiver in diesen Moment reingebe. Und durch diese Schraffuren haben sich Strukturen gebildet, die ich immer weiter ausgearbeitet habe und war überrascht darüber, wie vielschichtig das dann auch war, auch welche Vernetzungen, welche Verbindungen es da gibt und wie unterschiedlich diese Arbeiten auch immer als solches waren. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht so sehr darin verliert, weil das ist doch auch eine sehr anstrengende Arbeit, wenn man ständig so in so einem Schwebezustand sich befindet, in so einem Dämmerzustand wie Tagträumen ist das ja. Gustav, Tagträume im Sinne von, weil du diese Zeichnung gemalt hast und dich hast einfach treiben lassen, oder? Ja, es ist einfach ein sehr unbewusster Zustand. Also man denkt nicht viel drüber nach, über das, was man tut. Und es ist eher wirklich so der Rhythmus der Hand oder des Herzschlags und des einfach Machens. Und der Körper denkt. Das Gehirn ist ein bisschen ausgeschaltet auf einer anderen Ebene. Und es ist schwer zu beschreiben, aber ein bisschen ist das wie Tagträumen, glaube ich. Und ich bin eigentlich überrascht darüber, wie mir die Bilder im Nachhinein die Dinge veranschaulichen und klar machen. Also Sachen, über die ich mir gar nicht bewusst war, erschließen sich jetzt über den Ausstellungskontext oder über die Präsentation. Das war mir gar nicht so bewusst, wo die einzelnen Elemente herkommen. Aber jetzt erschließt sich immer mehr. Und es ist auch ein bisschen so, wie wenn man einen Traum hat, der dann erst nach 2, 3 Tagen irgendwie so klar wird, dass man weiß, daher kommt das eigentlich. Dieses Verbrannte, wie kam das dann dazu? Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Spielart, so eine kindliche Spielart, dass ich das, glaube ich, schon sehr mag, etwas zu erschaffen, aber auch zu zerstören. Also dieses Heilige, die heilige Kuh auch zu schlachten. Oder die heilige Kunstwerk, oder? Genau. Oder das ist ein bisschen so, wie wenn man Sandburgen baut und man zerstört sie auch wieder. Das ist ja so, man ist dann in dem Moment sehr allmächtig, fast wie ein kleiner Gott. Und ich finde, das steckt auch in uns allen drin irgendwie, dass man das schon sehr auch genießt, beides. Das zu erschaffen, aber auch dann wieder zu sagen, nee, ich bin auch hier derjenige, der es geschaffen hat und kann es auch wieder kaputt machen. Das macht Spaß, das ist ein großer Moment des Spaß. Also auch diese Macht ist der Spaß oder das Zerstören? Das kann ich gar nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein Kick. Und ich genieße alles, ich genieße alle Momente. Man begibt sich ja mit einer großen Leidenschaft da rein.